Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir mal, wie man so ein Designelement für eine Hoodie-Kapuze nähen kann. Viel Spaß! Immer häufiger sieht man an Hoodies, dass da gar nicht mehr so Bämsel raushängen, sondern dass diese Bämsel, diese Kordeln nur noch angedeutet sind. Und genau dem habe ich mich mal gewidmet und ein bisschen rumexperimentiert, denn bei meinem Schnittmuster Sweatshirt Anula und auch bei dem Sweatshirt Yonaki gibt es zwar eine Kapuze für ein Hoodie, aber beide Schnittmuster haben keine Positionen für Ösen. Das hat einen guten Grund, ich habe sie nämlich einfach weggelassen, denn ich persönlich mag das nicht, wenn man sich nach vorne beugt und dann ständig diese Bämsel einem irgendwo reinfallen oder man hängen bleibt oder ähnliches. Deswegen habe ich sie einfach ganz stumpf weggelassen. Aber so als kleines Designelement und vor allem auch für Kinderpullover finde ich es ganz praktisch und das Schöne an dieser Technik ist jetzt, ich brauche nicht extra noch Ösen einschlagen, die rausreißen können oder ähnliches. Und deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal Schritt für Schritt, wie ich das hier gemacht habe. Viel Spaß! Das ist jetzt ein Teil der Kapuze vom Sweatshirt Yonaki und dieser Knips ist für die Schulternaht und dieser Knips für die vordere Mitte. Meine Löcher für die Fake-Kordel kommen also irgendwo in diesen Bereich jetzt hier hinein und da muss ich jetzt nochmal ein bisschen Abstand vom Rand nehmen, weil ja die Kapuze später noch zusammengenäht wird und ich hier den 1 cm Nahtzugabe noch mit einrechnen muss. Hier habe ich jetzt 1 cm Abstand und ungefähr, ja, ein bisschen weiter runter noch. Da habe ich jetzt mir eine Markierung gesetzt von etwa 1 cm. Und die zweite Öffnung, die setze ich jetzt noch ein kleines bisschen höher. Das kannst du in dem Abstand machen, wie es dir am besten gefällt. Ich habe jetzt hier etwa 4 cm dazwischen. Und wenn du trotzdem möchtest, dass unten die Kordeln noch rausschauen, dann bräuchtest du an dieser Stelle noch eine dritte Öffnung. Die Markierung habe ich jetzt hier auf die linke Stoffseite eingezeichnet und im Anschluss wird dort noch ein kleines bisschen Vlies aufgebügelt, damit nämlich das Knopfloch, was ich jetzt nähe, etwas schöner wird. Links siehst du, ist schon das fertige Knopfloch, rechts bin ich gerade dabei, es zu nähen. Und der Vorteil von den Knopflöchern ist, dass ich hier eben nicht mit Ösen arbeiten muss, die im Zweifelsfalle etwas ausreißen oder die beim Einschlagen irgendwelche Dellen haben, sondern dass das hier wirklich ganz normale Knopflöcher sind, wo dann die Kordel durchgeführt werden kann. Hier jetzt die fertigen Knopflöcher einmal von vorne. Die Fädchen muss ich noch abschneiden und dann von hinten, hast du auch gerade gesehen, ist das Vlies schon drauf gebügelt. Und jetzt geht es darum, die Knopflöcher einmal aufzuschneiden und damit ich die nicht kaputt schneide, setze ich mir immer eine Stecknadel quer, sodass ich nicht zu tief schneide. Und wenn beide Löcher jetzt da einmal reingeschnitten sind, kann ich dann anfangen, die Kordel da einzufädeln. Der große Vorteil dieser Technik ist, dass ich gar nicht so viel Kordel brauche. Ich gehe einmal von hinten nach vorne und dann einmal wieder zurück. Und wie gesagt, wenn du das noch ein drittes Mal rausgucken lassen möchtest unten, dann musst du das entsprechend dann so fädeln, wie es dir am besten gefällt. Hier ist es jetzt soweit fertig. Oben und unten muss jetzt noch ein kleiner Riegel gesetzt werden, damit ich dieses Stückchen Kordel mir nämlich nicht wieder rausziehe. Und dafür setze ich einen Riegel mit ein paar Gradstichen genau dorthin, wo auch schon mein Knopfloch genäht ist. Und am besten kann man auch nochmal die Kordel in der Mitte mit ein paar Stichen fixieren. Insbesondere bei Kinderpullovern kannst du das gut machen, damit die Kinder nicht dort aus Versehen hängen bleiben. So sieht das Ganze dann von der Rückseite aus. Die überstehende Kordel kann dann abgeschnitten werden, nicht zu knapp, damit sie nicht doch noch rausreißt, wenn man mal hängen bleibt. Und so sieht das Ganze dann von der rechten Seite aus. Und zum Schluss wird dann noch die Art Tunnel genäht, die man ja auch sonst von den Hoodie-Kapuzen kennt, damit dann die Kordel insgesamt durchgeführt wird. Und das gibt dem Ganzen dann nochmal die Optik, als würde wirklich die komplette Kordel einmal rundherum um die Hoodie-Kapuze herumgeführt werden. Und gibt vor allem auch der Innen- und der Außenkapuze noch ein bisschen Stabilität, sodass die Innenkapuze dann nicht immer rausrutschen kann. Wenn die Kapuze dann fertig genäht ist, dann wird sie rechts auf rechts an das Halsloch gesteckt und dafür beginne ich immer hinten in der Mitte und orientiere mich dann entsprechend an den Knipsen, sodass die Überlappung vorne auch richtig gleichmäßig ist. Dieses Fake-Kordel-Design-Element hätte man jetzt auch nochmal oben in der Mitte machen können oder unten auch am Saum eines Hoodie-Kleides. Mir reichen aber diese beiden hier vorne und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, alles Gute, ciao!